Von einem Unfall im Grand Canyon bis hin zu den schrecklichen Vorfällen in Manhattan. Hier ist, was passiert, wenn ein Hubschrauberflug schief läuft. Nummer 9. Grand Canyon. Ein Hubschrauber der Papillon Grand Canyon Helicopters hatte am 10. Februar 2018 6 britische Touristen an Bord. Er schwebte über den Felsen des Grand Canyons, als er aufgrund von unbekannten Umständen abstürzte. Ein Augenzeuge sagte, dass er schwarzen Rauch am Absturzort kurz nach dem Zusammenstoß aufsteigen sah, Explosionen hörte und dann die Opfer mit schweren Verbrennungen sah, die versuchten, sich selbst zu retten. Es war eine windige und dunkle Nacht, sodass es für die Rettungskräfte schwierig war, die Wrackteile des Hubschraubers zu erreichen. Als sie ankamen, mussten sie Nachtsichtbrillen verwenden, um nach Überlebenden zu suchen. Nur 3 Passagiere und der Pilot überlebten und sie wurden ins Krankenhaus nach Las Vegas gebracht. Bei dem Unfall starben 3 Menschen. Zeugen beschrieben die Szene als schrecklich und behaupteten, 2 oder 3 Explosionen in den Trümmern gesehen zu haben. Nummer 8. Morecambe Bay. Ein Hubschrauber mit 5 Gasarbeitern und 2 Besatzungsmitgliedern stürzte am 7. Dezember 2006 vor dem Morecambe Bay ins Wasser. Das Flugzeug startete am Vorabend des Unfalls vom Flughafen Blackpool. Er flog um verschiedene Bohrinseln in der Morecambe Bay herum und mehrere Leute wurden Zeugen, wie er vor einer Bohrinsel ins Meer stürzte. 2 RAF-Hubschrauber und 2 Boote wurden zum Einsatzort geschickt, um alle möglichen Überlebenden zu retten. Aber es gab keine. Nach einer etwa 3 Stunden langen Suche gelang es den Rettungskräften, 6 Leichen zu finden, darunter die beiden Piloten. Die Leiche des 7. Opfers wurde nie gefunden. Die UK Air Accidents Investigation Branch suchte noch in derselben Nacht des Vorfalls nach Antworten. Im Oktober 2008 veröffentlichten sie einen Bericht, in dem sie erklärten, dass menschliche Faktoren die Ursache des Absturzes waren. Es schien, als war der Co-Pilot in der dunklen Nacht und aufgrund von schlechten Wetterbedingungen desorientiert. Er bat den Kommandanten um Hilfe, der versuchte, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen. Der Bericht wies darauf hin, dass der Kontrollwechsel nicht reibungslos vollzogen wurde und dass der Kommandant den Abstieg des Hubschraubers ins Meer nicht bemerkte. Nummer 7. Shetlandinseln. Die Passagiere an Bord des Chinook-Hubschraubers, der vom Ölfeld Brent zum Sunburg-Flughafen auf den Shetlandinseln in Schottland flog, wurde gebeten, ihre Sicherheitsgurte anzulegen, während Kapitän Wade sich auf die Landung vorbereitete. Es war der Morgen des 6. November 1986 und alle 43 Personen an Bord, abgesehen von der Besatzung, waren Offshore-Arbeiter, die sich darauf freuten, ihre Familien wiederzusehen. Leider, Sekunden nachdem die Crew die Landeerlaubnis für den Sunburg-Flughafen erhalten hatte, verursachte ein mechanischer Fehler den Zusammenstoß der beiden Flügel des Hubschraubers. Das Flugzeug ging von 160 km/h auf 0 km/h und der Aufprall tötete alle an Bord, außer Kapitän Wade und den 20-jährigen Techniker Eric Morans. Wade erinnerte sich später daran, dass eine sehr heftige Bewegung das Flugzeug dazu führte, dass der Co-Pilot seinen Nacken brach. Er versuchte, den Hubschrauber wieder auf die Flughöhe zu bringen, aber ohne Erfolg. Der Kapitän Wade und Eric Morans wurden schnell aus dem Flugzeug gerettet, das in das kalte Wasser der Nordsee stürzte. Wade behauptete, dass er erst dann bemerkte, wie schwerwiegend der Vorfall war, als Leichen um ihn herum aus dem Wasser auftauchten. Der Absturz des Chinook-Hubschraubers galt als eine der schlimmsten Offshore-Hubschrauberabstürze der Geschichte. Nummer 6. Al-Anbar-Absturz. Am 26. Januar 2005 transportierte die United States Marine Corps US-Militärpersonal in die Provinz Al-Anbar im Irak. Etwa 112 Kilometer vor der jordanischen Grenze kam der Hubschrauber in einen Sandsturm.
Die Piloten Kapitän Paul C. Alanis und Kapitän Lyle L. Gordon wurden bei den schlechten Wetterbedingungen desorientiert und bemerkten nicht, dass das Flugzeug nach links drang. Bald stürzte der Hubschrauber in den Boden und tötete alle 31 Menschen an Bord. Das Flugzeug befand sich in einer Routinemission zur Unterstützung der irakischen Parlamentswahlen vom Januar 2005, die 4 Tage später stattfinden hätten sollen. Der Absturz galt als der größte Verlust amerikanischer Truppen in einem einzigen Vorfall des gesamten Irakkrieges. Der 26. Januar 2005 wurde zum tödlichsten Tag für die US-Streitkräfte während des Krieges, da an diesem Tag 6 weitere amerikanische Truppen getötet wurden. Nummer 5. Chapa Feroe Kel. Ein in Russland hergestellter Transporthubschrauber der pakistanischen Armee flog am 3. Juli 2009 37 Soldaten und 4 Besatzungsmitglieder von Parachinar nach Peshawar. Nur 20 Kilometer vor Peshawar stürzte der Hubschrauber über das Grenzgebiet der halbautonomen Stammesorganisationen Orakzai und Kyber ab. Beamte gaben an, dass 26 Soldaten bei dem Vorfall getötet wurden. Militärische Quellen behaupteten, dass der Sturz durch einen technischen Fehler verursacht wurde. Einheimische führten den Absturz jedoch auf die aufständischen Aktivitäten in dem Gebiet zurück, das abgelegen und voller Militanter war. Einheimische führten den Absturz jedoch auf die aufständischen Aktivitäten in dem Gebiet zurück, das abgelegen und voller Militanter war. Dies behinderte die Rettungsbemühungen und einige Quellen berichteten von 41 Todesopfern. Es gab unbestätigte Berichte, dass der Hubschrauber möglicherweise von Militanten am Boden getroffen wurde, was durch einen Bericht der Inter-Service Public Relations widerlegt wurde. Zeugen behaupteten, dass der Hubschrauber in niedriger Höhe in den Bergen flog und dass schlechte Wetterbedingungen in der Gegend zum Absturz führten. Dennoch ist die wahre Ursache des Unfalls nicht klar. Nummer 4. Katastrophe der 54. Ein Hubschrauber der israelischen Luftwaffe führte am 10. Mai 1977 eine Übung im Jordantal, Israel durch. Der Hubschrauber trug 54 Personen an Bord, 44 Fallschirmjäger und 10 Piloten. Kurz nach dem Start flog der Hubschrauber in einen Hügel im Westjordanland und stürzte ab, wobei alle an Bord getötet wurden. Die genaue Ursache des plötzlichen Absturzes wurde nie aufgedeckt. Allerdings deckten die Untersuchungsausschüsse mehrere mechanische Fehler und fehlerhafte Anweisungen an den Piloten auf, die den Unfall hätten verursachen können. Die Tragödie wurde als Katastrophe der 54 bekannt. Nummer 3. Israelische Hubschrauberkatastrophe. 2 Hubschrauber transportierten am 4. Februar 1997 israelische Soldaten in die Security One im Südlibanon. Die Wetterbedingungen begrenzten an diesem Tag durch Nebel die Sicht des Piloten. Als sich die Sicht am Nachmittag verbesserte, konnte die Mission weitergehen. Die beiden Flugzeuge der israelischen Luftwaffe starteten von der Airbase Tel Nov und flogen zum Flughafen Rosh Pina, wo sie die Truppen abholten. Danach sollte einer der Hubschrauber zu einer israelischen Position auf das Schloss Beaufort fliegen, während das andere zum Außenposten östlich von Nabatiyeh unterwegs war. Beide Hubschrauber schwebten bald über Shear Yashuf und warteten auf die Erlaubnis, die Grenze nach Libanon zu überschreiten. Bald nachdem ein Lotse bestätigte, dass sie Erlaubnis zum Überqueren hatten, kollidierten die Hubschrauber in der Luft und verschwanden vom Radar. Alle 73 israelischen Militärangehörigen an Bord wurden bei dem Vorfall getötet. Eine Untersuchung ergab später, dass der Flügel eines der Flugzeuge das Heck des anderen traf, was beide zum Absturz brachte. Einer von ihnen landete direkt auf Shear Yashuf und setzte einen leeren Bungalow in Brand. Der andere stürzte auf den Friedhof des Kibbutz Dafna, der sich nur wenige 100 Meter entfernt befand. Die an Bord gelagerten Munitionen fingen schnell Feuer und lösten eine Reihe von Explosionen aus. Einige Zeugen behaupteten, Schreie aus dem Wrack gehört zu haben, die unmittelbar nach den Explosionen aufhörten. Nummer 2. Kankala.
Am 19. August 2002 stürzte der russische Militärhubschrauber Mi-26 in Kankala östlich der tschetschenischen Hauptstadt Grosny ab. Das Flugzeug trug 142 Soldaten und Offiziere verschiedener Einheiten der russischen Luftwaffe. Es wurde von einem tragbaren Luftabwehrsystem getroffen, das von einer Gruppe tschetschenischer Separatisten bedient wurde und stürzte in ein Minenfeld, wobei 127 der Soldaten getötet wurden. Der Vorfall führte zu den meisten Todesopfern in der Geschichte der Hubschrauberfliegerei und galt als die tödlichste Flugkatastrophe, die die russischen Streitkräfte je erlitten hatten. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte den 21. August 2002 zum Tag der Trauer. Nach dem Absturz versuchten einige Überlebende, das Wrack zu verlassen. Es wurde jedoch berichtet, dass viele von ihnen schließlich durch Minenexplosionen getötet wurden. 14 von denen, die es geschafft haben zu fliehen, starben in den nächsten Tagen an schweren Verbrennungen. Die Verantwortlichen für den Absturz wurden nie gefunden. Es wird jedoch angenommen, dass die Rakete, die das Flugzeug traf, von einem der kampfgeschädigten Wohnblöcke am Stadtrand von Grosny gestartet wurde. Infolgedessen zerstörte das russische Militär mehrere Blöcke in der Wohngegend Kankala. Nummer 1. Manhattans Pan Am Gebäude. Am 16. Mai 1977 schwebte ein Sikorsky S-61L Hubschrauber über dem Pan Am Gebäude in Manhattan. Sie beförderte 20 Passagiere und eine Crew von 3 Personen waren an Bord. Der Kapitän Lee Chi Richmond hatte über 11.700 Flugstunden mit über 9.000 Hubschraubern und so erwartete niemand, was als nächstes geschehen würde. Richmond brachte den Hubschrauber in Position und bereitete sich auf die Landung vor. Bis 2 oder 3 Minuten nach der Landung, als das rechte Fahrwerk des Hubschraubers ausfiel, lief alles wie geplant. Die S-61 rollte dann nach rechts und alle Hauptrotorflügel trafen auf den Betonlandeplatz und töteten 4 Passagiere, die darauf warteten, an Bord zu steigen. Der Hauptrotorflügel flog über das Geländer des Gebäudes und stürzte durch ein Bürofenster und brach in 2 Teile. Eines der Stücke fiel weiter und tötete einen Fußgänger, der die Madison Avenue entlang lief. Es gab keine Todesopfer an Bord des Hubschraubers. Untersuchungen ergaben später, dass der Unfall durch Metallermüdung verursacht wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du noch weitere Fälle, bei denen ein Helikopterflug schrecklich endete? Erzähle uns davon in den Kommentaren unten.